Hallo und willkommen bei Data Unity. Auch im September 2021 gab es natürlich ein Update von Microsoft Power BI Desktop und was es gab, kriegt ihr jetzt zu sehen. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, Buttons zu formatieren. Also Buttons nutze ich zum Beispiel ganz gerne zur Navigation, um auch so etwas Storytelling in die Berichte zu bringen. Und wie man hier sehen kann, haben wir deutlich mehr Möglichkeiten, hier einen Button zu formatieren. Wir können hier die Form verändern, können statt dieser Standardform zum Beispiel hier so ein Parallelogramm hier nehmen. Das ist dann auch abgerundet in diesem Fall. Es ist zudem auch möglich, hier mit Schatten und Leuchteffekten zu arbeiten. Es ist auch möglich, Symbole noch beim Button zu ergänzen. Und wir können das Symbol hier eben auch platzieren. Wir können sogar benutzerdefinierte Symbole verwenden und selber Icons hochladen. Dann gibt es eine nette optische Verbesserung bei Liniendiagrammen und Zeitverläufen. Wir können hier die Linien auch direkt beschriften und müssen nicht irgendwelche Kommentare machen. Es gibt hier die Option Reihenbeschriftung und da haben wir die Labels dann direkt hier und können uns die Legende dann auch sparen, denn wir wissen ja, gute Diagramme brauchen keine Legende. Dann haben wir noch eine Verbesserung der Schreibweise bei der Formel Calculate. Die Logik ist gleich geblieben, aber hier haben wir zum Beispiel die Auftragssumme und den Durchschnitt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Komplexeres berechnen möchte, wie die Auftragssumme mit nur die Positionen, die über dem Durchschnitt liegen, also eher große Auftragspositionen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, und das ist das wirklich Neue, dass wir eben im Calculate bei einer Boolschen Bedingung, also Ja- oder Nein-Bedingung, auch Aggregationsfunktionen direkt verwenden können. Hier zum Beispiel den Durchschnitt, damit ich nur die Summe der überdurchschnittlichen Auftragspositionen sehe. Und es gibt nun auch die Möglichkeit, lokale Formatierungen in der Funktion Format unterzubringen. Zum Beispiel habe ich hier so ein Standarddatum, das sieht natürlich nicht schön aus als Datum Uhrzeit. Ich könnte hier eben das Format von diesem Datenfeld bzw. von diesem Measure, das ist jetzt das neueste Angebot. Ich könnte es hier natürlich ändern, aber das würde immer noch meine Windows-Einstellungen verwenden. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, in der Funktion Format hier direkt Formatierungen, länderbezogene Formatierungen unterzubringen. Jetzt, wenn ich statt diesem Angebot das hier einsetze, dann sehen wir, wir haben hier diese amerikanische Formatierung mit dem Monat vorne, obwohl ich ja eine deutsche Einstellung von Power BI habe. Wenn ich das Ganze jetzt hier auf Deutsch ändere, dann ändert sich auch mein Datumsformat. Jetzt haben wir wieder die deutsche Ansicht. Wichtig ist auch hier zu wissen, wenn wir jetzt hier statt diesem Blank unsere ursprüngliche Formatierung wieder reinschreiben, dann wirken diese beiden Formatierungen sogar zusammen. Ich könnte das Ganze aber wie gesagt auch einfach mit Blank vorbelegen, dann würde er die ortsbezogene Standardformatierung nehmen. Das hatten wir ja in Power Query bereits und jetzt haben wir das Ganze auch in DAX in der Formatfunktion. Das war es auch schon für diesen Monat mit den Updates von Power BI Desktop. In diesem Sinne viel Spaß beim Analysieren von Daten und bis zum nächsten Mal.